Was war das? Oh Gott, was war denn das? Ich glaube, das war ein Astralreisender, der da gerade vorbeigerast ist. Ich will auch fliegen. Hallo und herzlich willkommen wieder bei den Matrixern mit dem wunderbaren Jonathan. Und der hübschen Shiva. Unser heutiges Thema ist, in 10 Minuten 10 Astralreisentechniken vorzustellen. Ja, 10 gute Techniken, mit denen man sich darauf vorbereiten kann, eine außerkörperliche Erfahrung zu erleben. Das heißt, sich mit seinem Astralkörper vom physischen Körper zu trennen und eben Erfahrungen innerhalb dieses Astralkörpers zu unternehmen. Wir wollen noch gar nicht lange drum herum reden und stellen euch die Techniken wirklich nur ganz kurz vor, 1 Minute pro Technik, damit ihr direkt einsteigen könnt und auch eine Astralreise erleben könnt. Viel Spaß! Und viel Erfolg! Technik 1, die Projektionsmethode. Du setzt dich zum Beispiel an deinen Schreibtisch und siehst ihn dir ganz genau an und du fühlst die Oberfläche, du prägst dir alles ganz genau ein, so detailliert wie möglich, schaust dich nochmal um und bist eben ganz präsent an deinem Schreibtisch, und wenn du dir alles genau eingeprägt hast, legst du dich ins Bett und versuchst dich zu entspannen. Und sobald du in einen angenehmen, entspannten Zustand geglitten bist, dann fängst du an, dir vorzustellen, du bist wieder an dem Schreibtisch, stellst dir wieder alles ganz genau vor, zoomst auch vielleicht noch ein bisschen ran, stellst dir vor, wie du ihn berührt hast, und ja, wenn du das ganz lange machst, denkt dein Körper wirklich irgendwann, du bist da, dein Astralkörper, und zack, sitzt du dann wahrscheinlich wirklich am Schreibtisch mit deinem Astralkörper. Die nächste Astralreisetechnik. Und zwar geht es dabei darum, dass man den Atem einsetzt, um eben den Astralkörper spüren zu können. Dafür legt euch auch schön gemütlich ins Bett, entspannt euch, und wenn ihr es geschafft habt, euren Körper so weit wie möglich zu entspannen, atmet ihr 10-mal tief ein und aus und haltet dann den Atem an. Und so lange wie möglich den Atem anhalten, aber nicht so, sondern ruhig atmen und auch ruhig den Atem anhalten. Und danach fühlt ihr die Energie, wie die im Körper so aufsteigt, je länger ihr den Atem anhaltet. Und nach einer gewissen Zeit fühlt ihr dann ein Pochen. Dieses Pochen versucht ihr dann in den Nacken zu lenken. Und das ist eben der Punkt, worauf es ankommt, dass ihr dieses Pochen im Nacken fühlt. Und immer wieder von vorn anfangen. Die Fahrstuhlmethode. Du stellst dir vor, du befindest dich in einem Fahrstuhl. Dieser Fahrstuhl befindet sich in einem Wolkenkratzer und du fährst alle Etagen bis nach ganz oben hoch. Oben angekommen stellst du dir vor, wie das Seil des Fahrstuhls reißt und der Fahrstuhl nach unten saust. Du stellst dir also dieses Gefühl des Fallens ganz genau vor. Du spürst es praktisch, wie du fällst, und dann wirst du schon spüren, wie dein Astralkörper sich bemerkbar macht. Dafür legst du dich natürlich auch wieder ganz entspannt ins Bett, gleitest in den Alpha-Zustand und stellst dir die Fahrstuhlmethode vor. Wichtig ist es, dass du dich nicht fokussierst auf die Vibration oder die Frequenzanhebung oder Vertiefung, sondern einfach nur wirklich die Übung machst. Was machst du da, Shiva? Das war nicht versucht zu schweben. Zu schweben? Ja, astral kann man doch fliegen und schweben. Ich will schweben. Ach so, ja, da musst du aber nicht deine Arme für bewegen. Nein? Nein, das macht man mit der Gedankenkraft. Ach so. Die nächste Technik, und zwar die Bewegungstäuschung. Bei der Bewegungstäuschung geht es darum, seinen Astralkörper zu bewegen, ohne den physischen Körper zu bewegen, beziehungsweise sich zu bewegen, ohne sich zu bewegen. Dabei liegt man auch wieder ganz entspannt in einem dunklen Raum. Und wenn ihr richtig entspannt seid, versucht hier eure Arme zu bewegen oder eure Hände. Versucht so viel
Kraft und Intensität aufzubringen, wie es in diesem Moment möglich erscheint, um euch zu bewegen. Aber nicht die Muskeln bewegen, sondern stellt euch immer wieder vor, ihr wollt euren astralen Arm bewegen. Am besten mit den Armen oder Händen dabei beginnen. Wichtig ist dabei, nicht zu vergessen, nicht die Muskeln bewegen, sondern nur eben den Astralkörper zu bewegen, den astralen Arm. Die dunklen Spots. Das ist eine Technik, da legst du dich ganz entspannt ins Bett, gehst immer tiefer mit deinem Frequenzbereich in den Alpha-Zustand und Theta-Zustand und sobald du sehr entspannt bist, konzentrierst du dich auf das, was du vor deinen Augen siehst. Auf die aufblitzenden Spots vor deinen Augen, die Energien, die du siehst, die Farben, die du siehst, die Punkte, die du siehst, auf all das konzentrierst und fokussierst du dich, während du in diesem entspannten Zustand verweilst. Und wichtig dabei ist, dass du diesen Punkten oder Energien, die du siehst, nicht mit deinen Augen folgst. Das heißt, deine Augen bleiben wirklich still und du schaust nur, was vor deinen Augen passiert. Die nächste Technik, der 3D-Raum. Bei dieser Technik geht es darum, sich wieder auf die Schwärze vor den Augen zu konzentrieren, während man eben einen bestimmten entspannten Zustand bereits erreicht hat. Und sobald man dann tief entspannt ist mit seinem Körper, dann konzentriert man sich auf die Schwärze vor den Augen. Dabei geht es nicht darum, irgendwie sich auf die Pünktchen zu konzentrieren, wie in der Technik anfangs, sondern dabei geht es darum, sich nur auf die Schwärze zu konzentrieren und einen dreidimensionalen Effekt herbeizurufen. Ziel dabei ist es, die Schwärze vor den Augen dreidimensional wahrzunehmen, als würde man tatsächlich in einem schwarzen Raum stehen und auch sehen und fühlen können, dass man jetzt in einen schwarzen 3D-Raum blickt. Es geht also um die Dreidimensionalität in dieser Technik, die innerhalb dieses Raumes zu sehen. Zitat des Tages, dieses Mal von Robert A. Monroe, passend zum Thema. Erkenne und erinnere dich daran, dass du mehr bist als dein physischer Körper. Das Seil. Du liegst wieder ganz entspannt im Bett und stellst dir ein Seil vor, das über dir schwebt. Dann stellst du dir vor, wie du dich an diesem Seil hochziehst. Aber nein, das soll nicht locker flockig leicht gehen, sondern wie im Sportunterricht. Ihr kennt das ja vielleicht, dass ihr euch da am Seil hochziehen musstet und das ist wirklich sehr anstrengend und es soll auch sehr, sehr anstrengend sein. Also ihr zieht euch mit aller Anstrengung an diesem Seil hoch und somit zieht ihr euren Astralkörper aus eurem physischen Körper raus und geht dann auf Reisen. Wie gesagt, das Gefühl muss wirklich sehr intensiv sein und es muss eine wirklich starke Anstrengung spürbar sein, wie du dich an diesem Seil hochziehst. Wirklich wie im Sportunterricht. Das macht man ja auch nicht flip-flop, sondern muss man sich richtig doll an diesem Seil rausziehen. Bei der nächsten Technik ist sie speziell für jene, die bereits eine außerkörperliche Erfahrung hatten. Die Technik nennt sich Wiederverbindung. Und dabei geht es auch in dieser Technik, nämlich, dass man sich mit der damaligen Erfahrung wieder verbindet. So stellt man sich also, während man wieder entspannt in einem dunklen Raum liegt, den Augenblick vor, als man eine intensive außerkörperliche Erfahrung hatte. Man konzentriert sich auf die Erfahrung, ruft jedes Element dieser Erfahrung zurück und versucht dabei wieder das Gefühl zu erzeugen, das man damals in der vergangenen außerkörperlichen Erfahrung erlebt hat. So wird eine Verbindung geschaffen zu dem damaligen Selbst, mit dem man diese außerkörperliche Erfahrung erlebt hat. Man ruft also das Gefühl der außerkörperlichen Erfahrung wieder zurück, um sich da erneut einzuklinken. Die Schlaftäuschung. Wenn ihr euch ja an eure Kindheit erinnert, da habt ihr euch vielleicht ins Bett gelegt und so getan, als würdet ihr schlafen, damit eure Eltern nicht merken, dass ihr eigentlich noch wach seid. Und genau das ist dieser Trick. Der Trick für die nächste Technik, die Schlaftäuschung. Ihr täuscht eurem Körper vor, ihr würdet eigentlich schlafen, seid aber mit dem Bewusstsein noch wach. Und so denkt der Körper, ihr schlaft, geht in die Schlafstarre und zack, könnt ihr euch mit eurem Astralkörper aus eurem physischen Körper hinaus befreien und auf eine Reise gehen. Es ist eben wichtig, dass dein Körper glaubt, dass du bereits schläfst. Und natürlich wird der Drang aufkommen, dass es hier juckt oder da oder du musst dich zur Seite drehen oder keine Ahnung.
Irgendwann kommt dieser Drang auf, dem muss man ganz stark widerstehen. Du darfst dich kein Stück bewegen, du musst einfach starr liegen bleiben. Durchhalten, durchhalten, selbst wenn du schlucken musst, schluck, aber tu so, als würdest du schlafen und zack, gehst du raus. Und jetzt die letzte Technik für heute. Und zwar geht es dabei darum, sich wieder in einen dunklen Raum zu legen, sich zu entspannen und dann sich darauf zu konzentrieren, auf die Ruhe, die einen umgibt. Es sollte sehr ruhig in dem Raum sein. Vielleicht ist es sogar sehr ratsam, Oropax zu verwenden, damit es schön still ist. Und in dieser Stille stellt man sich vor, dass es die Ruhe vor einem Erdbeben ist. Viele haben ja schon mal davon gehört, vielleicht in den Nachrichten oder in irgendeinem Film oder in einem Video, dass kurz vor dem Erdbeben plötzlich alles still ist. Die Vögel sind still, die Tiere sind still, Menschen sind plötzlich still, alles um einen herum wird still. Und darum geht es, dass man sich auf diese Ruhe konzentriert, die dann auftaucht und sich vorstellt, das ist die Ruhe vor dem Sturm, die Ruhe vor dem Erdbeben. Auf diese Ruhe stellt man sich ein bzw. fokussiert sich, so lange bis plötzlich das Erdbeben auftritt. Wenn das Erdbeben auftritt, dann kommt ihr nämlich in den Zustand, in dem der Astralkörper nämlich anfängt zu vibrieren. Und das fühlt sich eben so an, als würde ein Erdbeben gerade stattfinden. Jetzt kommen wir zu der Frage des Tages. Und zwar hat Slavomir gefragt: Könnt ihr euch bei den Astralreisen treffen und gemeinsam reisen? Könnt ihr Bekannte von hier und jetzt besuchen und mit ihnen kommunizieren? Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist natürlich eine Frage, die häufiger gestellt wird nach der objektiven Realität von Astralreisen, von außerkörperlichen Erfahrungen. Wie objektiv ist die Erfahrung oder ist sie einfach nur eine rein subjektive Angelegenheit? Und das ist eben eine Frage, die sich viele stellen. Es wurde zwar einiges geforscht in dieser Hinsicht, aber mit positiven Ergebnissen. Persönlich kann ich aber sagen, ich habe häufig Begegnungen gehabt mit anderen Menschen auf der Astralebene, die sich am anderen Tag auch daran erinnern konnten, was ich gemacht hatte und ich mich daran erinnern konnte, was die gemacht haben. Somit ist für mich eigentlich klar, dass Astralreisen kommt eine ziemlich objektive Realität zu. Wie objektiv diese Realität ist, ist vielleicht noch nicht ganz geklärt. Aber aus meiner Sicht würde ich schon sagen, ja, es ist möglich. Man kann sich auf der Astralebene mit anderen treffen, die sich zum selben Augenblick darauf konzentriert haben und es auch geschafft haben, ihren physischen Körper zu verlassen. Ja, und die können sich dann tatsächlich treffen. Ich hatte zum Beispiel eine Erfahrung, in der ich nachts wach geworden bin, weil jemand an mir herumgezogen hatte. Und ich öffnete dann meine Augen und sah dann eine Freundin neben dem Bett stehen. Astral. Die habe ich da ganz deutlich gesehen. Und wie sie da stand und versucht hatte, mich aus dem Körper herauszuholen. Und am anderen Tag habe ich sie natürlich gleich angerufen und gefragt, du hast heute Nacht astral an meinem Bett gestanden, erinnerst du dich? Und sie meinte sofort, ja genial Jonathan, es hat funktioniert. Ich habe mich gestern Nacht hingelegt und mich darauf konzentriert, dich astral zu besuchen und zu versuchen, dich aus dem Körper herauszuholen. Also ich denke schon, das ist möglich, sich gemeinsam auf der Astralebene zu treffen und es ist auch möglich, andere zu besuchen und sie aus dem Körper herauszuziehen. Das ist zum Beispiel auch immer wieder auf meinen Astralreisen-Workshops so passiert. Viele Leute habe ich aus ihrem Körper herausgezogen auf den Workshops und sie konnten mir das am anderen Tag bestätigen und auch beschreiben, wie ich da stand und an ihnen herumgezogen habe. Daher, wissenschaftlich mag es noch nicht richtig bewiesen worden sein, dass Astralreisen eine objektive Realität zukommt, aber für mich persönlich ist es bewiesen. Ja Leute, das waren unsere 10 Techniken zum Astralreisen lernen. Einfache Techniken, die man benutzen kann und jeder kann die anwenden. Und ja, was meinst du, Shiva? Ja, also ich hatte mit einigen dieser Techniken sehr gute Erfolge. Wir wünschen euch auch viel Erfolg dabei. Ja, also ich habe angefangen mit der Technik
Bewegungstäuschung. Ich auch. Damit habe ich damals angefangen. Da gab es noch nicht so viele Techniken. Ne? Da gab es ja, glaube ich, sogar noch nicht mal das Internet. Ne? Ja, und damit habe ich angefangen und später bin ich dann auf die Technik, die Shiva beschrieben hat, umgestiegen. Das war immer meine Lieblingstechnik, nämlich sich auf die Sterne bzw. die Pünktchen vor den Augen zu konzentrieren. Und das mache ich heute noch, um schnell in diesen Zustand zu kommen. Genau, ich auch. Auf diese Farben, Ja. Blitze und das. Genau. Richtig, weil das beruhigt auch den inneren Dialog, ne? Die Ganz Gedanken genau. Der ist beruhigt dann- das sehr. Und da habe ich immer versucht, bei dieser Technik mich darauf zu konzentrieren, hinter diesen schwarzen Schleier mit den Punkten zu gucken, dahinter zu gucken. Mir vorzustellen, was ich sehe, ist ein Schleier. Genau. Und eben zu versuchen, diesen Schleier mit meiner Konzentrations- und Aufmerksamkeitskraft zu durchbrechen. Für mich immer noch die effektivste Technik, aber probiert jeder mal diese Techniken aus und wenn eine davon bei ist, die Wirkung zeigt, dann bleibt bei dieser Technik. Denn dieses ständige Wechseln habe ich am Anfang gemacht, da kommt man nicht so viel zu Erfolg. Ja. Wenn ihr mit einer dieser 10 Techniken Erfolg hattet, dann benutzt die weiter. Schön dranbleiben, Leute. Ja, wir wünschen viel Erfolg. So schafft ihr es. Tschakka. Bis bald. Ciao.